Viertelfinale Nummer 3 aus Düsseldorf mit Dänemark gegen Frankreich. David gegen Goliath, wer weiß es. Ich denke mal, es wird um einiges schwerer für die Franzosen als gegen Georgien, denn die Dänen sind auch nicht zu unterschätzen. Wir suchen nämlich das zweite Halbfinale. Halbfinale Nummer 1 ist schon Deutschland gegen Albanien. Überraschenderweise gibt es hier heute die nächste Überraschung in Viertelfinale Nummer 3. Die Franzosen natürlich auch vor dem Turnier, auch vor unserer Prognose hier der große Top-Favorit auf den Titel. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Franzosen hier ihrer Rolle gerecht werden. Oder schaffen es die Dänen wirklich wieder ins Halbfinale wie bei der letzten EM. Da war ja dann leider gegen England Schluss im Wembley. 2:1 knapp verloren nach Verlängerung. Und mal gucken, ob die Dänen es heute bis zum Ende bringen, durchziehen und vielleicht sogar bis ins Endspiel kommen. Sie treffen nämlich dann entweder auf England oder auf Spanien. Also wir könnten Frankreich gegen Spanien, Frankreich gegen England kriegen im Halbfinale. Das wäre natürlich die Creme de la Creme eigentlich schon. Ja, das andere Halbfinale, Deutschland-Albanien. Albanien auch eine Mannschaft, mit der man da eigentlich nicht gerechnet hat und die da auch im Normalfall nichts zu suchen haben. Aber in so einer Prognose ist alles möglich und warum nicht auch heute ein dänischer Sieg. Aber Frankreich macht schon mal gut Druck von Anfang an. Gehen ins Pressing, stehen sehr hoch. Und natürlich suchen sie immer wieder die Tiefe. Mbappé, vorne Griezmann, Marcus Thuram, Rabiot. Aus der 10er oder aus der 8er Position heraus. Der drückt auch immer wieder von hinten. Aber auch die Dänen, die ja überraschenderweise hier in der Prognose die Ukrainer geschlagen haben. Die ja wiederum in der Gruppenphase 3 Spiele gewonnen haben. Da hat man ja gedacht, oh, die Ukrainer, die schaffen es vielleicht auch in der Prognose richtig weit. Aber so schnell kann es halt auch gehen. Du kannst noch so eine gute Gruppenphase spielen. Das nützt dir alles nichts, wenn du dann dafür im Achtelfinale erstmal baden gehst. Und so war es halt im Falle der Ukrainer so. Und jetzt kommen die Franzosen. Da ist Marcus Thuram, Mbappé in der Mitte. Rabiot noch ein nach hinten auf Tchouaméni. Und Schmeichel muss da zum ersten Mal ran. Der wird heute auf jeden Fall einiges zu tun bekommen. Schauen wir nochmal auf die Parade. Tchouaméni. Schön gemacht und dann, ja, ganz komisch verdreht er sich so ein bisschen den Arm. Vielleicht genau deswegen hat er ihn auch nur gehalten. Weil anders wäre das gar nicht möglich gewesen. Schauen wir mal, der erste Eckball, Dembélé gegen Kjaer, kurz ausgespielt, Griezmann alleine, vielleicht mit der Chance. Nein, Mbappé nimmt da mit. Greift keiner an, Mbappé verzögert nochmal, dann kommt der Ball durch zu Thuram und die Dänen klären erstmal. Das muss natürlich heute sitzen. Du wirst natürlich auch nicht alles verteidigen können und die 1-2 Gelegenheiten, die du vielleicht bekommst oder dich ins Elfmeterschießen rettest. Wobei, das kann ich mir am wenigsten vorstellen. Also die Dänen müssen auf jeden Fall ihre Chancen, die sie haben, nutzen. Eiskalt, hinten brauchst du dann natürlich einen guten Keeper mit Schmeichel und auch eine gute Restverteidigung. Und dann können die Dänen auf jeden Fall überraschen. Jetzt gibt es aber hier erstmal den Freistoß. Schiri stellt noch die Mauer. Natürlich auch hier schönes Freistoßspray. Schön auf die Schuhe drauf. Gibt bestimmt viel Ärger mit dem Ausrüster. Und das macht natürlich Griezmann. Holt sich Dembélé noch mit hinzu. Die Franzosen führen das so aus. Mal eine andere Variante. Mbappé. Allein gegen alle. Der bekommt bestimmt 1-2 Spieler mehr zur Deckung. Und wieder geklärt und wieder der Eckball. Also von Minute 1 an Druck. Die Franzosen halten das Tempo schon hoch und die Dänen, die haben Probleme, sich da so richtig hinten zu befreien und es könnte auch gleich schon klingeln. Sieht so danach aus, finde ich. Dembélé diesmal wieder eine andere Variante, er macht es alleine, Mbappé wieder nach hinten, brechen wieder ab, da traut sich so recht keiner vor den Franzosen mal ins 1 gegen 1 zu gehen, obwohl die Qualität auf jeden Fall da wäre. Rabiot mit ein bisschen Glück, Mbappé jetzt mal mit dem ersten Abschluss von ihm. Und Schmeichel ist wieder auf dem Posten. Der bislang beste Däne. Nach fast einer halben Stunde, das heißt also schon einiges. Aber es war auch nicht anders zu erwarten. Also die Dänen, die müssen sich hier schon physisch wehren. Nach vorne wird, denke ich, sehr, sehr wenig gehen. Franzosen sind nämlich schon wieder vorne über Tchouaméni. Wieder alleine und da ist Rabiot wieder. Und Kjaer dazwischen. So, und genau aus diesen Situationen müssen die Dänen irgendwie versuchen, dann natürlich schnell umzuschalten. Aber es gelingt nicht. Und so kommen die Franzosen und wieder Christensen dazwischen diesmal. Jetzt wäre vielleicht ein bisschen Platz der Højlund auf Wind. Gegen Upamecano, der muss natürlich erstmal abbrechen. Aber vielleicht erstmal ein bisschen ruhigerer Aufbau. Højbjerg, ehemaliger Bayern-Spieler. Natürlich zu leichter Ballverlust und dann die Chance. Dembélé zum Beispiel oben sieht er nicht. Mbappé läuft auch durch. Gegen Griezmann, wie
positioniert er sich, auch nicht gut gemacht. Auch da wollte er ein bisschen sehr mit dem Kopf durch die Wand. Aber auch klar ist, dass hier niemand Risiko gehen will. So recht, wenn überhaupt jemand, dann die Franzosen. Denn hier will auch niemand ausscheiden, ist ja klar. Wir gehen jetzt mal mit einem schönen Diagonalball auf Mähle. Aber Jules Koundé ist da. Bauen auf über Maignan. Sein erster Ballkontakt nach einer halben Stunde. Das sagt halt auch einiges über dieses Spiel aus, dass es auf jeden Fall spannend ist. Oh, was macht denn da Hernandez? Lädt die Dänen ein. Und genau auf diese Situation müssen die Dänen hoffen. Das darf den Franzosen natürlich nicht so oft passieren. Aber auch die Franzosen nicht 100% sicher, welche Mannschaft ist das schon hier, selbst in der Prognose. Es gibt immer wieder Teams, die ein bisschen straucheln, die ein bisschen mehr straucheln. Hauptsache, du kommst halt am Ende weiter. Rustikaler Einsatz da gegen Rabiot, aber Schiri lässt weiterlaufen und die Dänen vielleicht jetzt mal über Wind. Aber es bleibt dabei, die Franzosen momentan haushoch überlegen. Schon 2, 3 gute Abschüsse gehabt hinten, einmal kurz gepatzt von Hernandez himself, aber ansonsten geht das alles schnurstracks und geradlinig nach vorne. Und endet jetzt in der verdienten Führung. Markus Thuram, 41. Minute. Und das hat er sich halt abgezeichnet. Das macht es natürlich für die Dänen nicht viel einfacher, jetzt einen Rückstand aufzuholen. Aber hier Thuram, eine Drehung. Einmal kurz den Körper eingesetzt und dann mit links abgeschlossen ins lange Eck. 17, 18 Meter da. Nichts zu machen für Schmeichel, der bislang das, was zu halten war, gehalten hat. Aber irgendwann ist dann auch er geschlagen. Also Markus Thuram mit der Führung kurz vor der Pause. 1:0 natürlich für die Franzosen jetzt. Vielleicht der Brustlöser. Vielleicht läuft es jetzt ein bisschen flüssiger, ein bisschen geschmeidiger. Und die Dänen müssen sich was einfallen lassen. Für Halbzeit 2. Will man hier nicht im Viertelfinale ausscheiden. Aber dazu stehen mir die Franzosen einfach zu souverän, zu sicher hinten. Selbst bei Ballverlusten sind sofort immer 1, 2 Leute da. Also das wird wirklich eine Herkulesaufgabe für die Dänen. Aber es ist ja noch nicht Halbzeit. Vielleicht jetzt über Mähle. Der tanzt einmal mit Jules Koundé und mit Konaté. Und die erste Chance für die Dänen. Es geht doch in der Nachspielzeit. Plötzlich sind sie da. Schon abgeschrieben und auf einmal sind sie da. Und vielleicht war das Signal für die Dänen, in Halbzeit 2 richtig Gas zu geben. Franzosen müssen weiterhin wach sein. Wir werden es gleich weiterhin beobachten. Nach einer kurzen Pause geht es weiter hier mit Halbzeit 2 in Düsseldorf zwischen Dänemark und Frankreich. Halbzeit Nummer 2 von Dänemark gegen Frankreich in Düsseldorf beginnt mit der Führung für die Franzosen durch Markus Thuram kurz vor der Pause. Die Dänen haben sich aber mit der letzten Aktion vor der Pause so im Spiel angemeldet, würde ich sagen. Also wenn es jetzt so weitergeht in Halbzeit 2, dann haben wir noch sehr, sehr viel Spaß, weil die Dänen müssen ja jetzt. Sie müssen irgendwas verändern, müssen ein bisschen was riskieren, wenn sie hier nicht ausscheiden wollen. Aber Frankreich kommt über Rabiot, 48. Minute gleich wieder mit der ersten Chance. Aber natürlich genauso Frankreich. Da hat man immer das Gefühl, die sind noch nicht so im 6., 7. Gang drin. Die könnten eigentlich noch mal ein bisschen was drauflegen bei der Qualität, die nicht nur auf dem Platz steht, sondern die auch noch von der Bank kommt. Man hat zum Beispiel einen Giroud, mit dem man immer noch mal vorne ein bisschen Präsenz reinbringen kann, ein bisschen Wucht. Randal Kolo Muani für die Flügel nochmal. Dazu ein Barcola von PSG, der auch eine super, super Saison gespielt hat. Dazu im Mittelfeld mit Kamavinga. Also im Prinzip hat Frankreich 2 richtig, richtig starke Mannschaften, wenn man so möchte. Man könnte einmal die komplette Startelf auswechseln und es wäre immer noch genug Qualität auf dem Platz, um diese Prognose hier zu gewinnen. Dazu müssen sie aber ein zweites Tor machen, weil genau wie bei Tschechien gegen Deutschland waren die Deutschen auch sehr, sehr überlegen. Dann haben die Tschechen ausgeglichen, dann hat Deutschland auf 3:1 gestellt und dann wurde es nochmal spannend mit dem 3:2 von den Tschechen, das dann aber zu spät fiel. Und gerade angesprochen, Olivier Giroud für den Torschützen Markus Thuram, der kommt natürlich jetzt mit seiner Erfahrung zunächst, dann natürlich mit seiner Präsenz, mit seiner Wucht. Das wird jetzt nochmal ein Kandidat für ein paar lange Bälle. Ja, und weiterhin sind die Franzosen ja auf jeden Fall spielbestimmt, geben hier das Spieltempo vor. Und spielen sich wahrscheinlich jetzt gleich die nächste Chance über Tchouaméni. Da ist Giroud.
Ja, versucht er seinen Körper einzusetzen, klappt nicht. Und jetzt wieder die Chance umzuschalten. Also die Situationen sind da. Die Dänen spielen es halt leider nicht gut aus. Aus ihrer Sicht. Bar bekommt den Ball leider nicht. Dann werden die Bälle in den Rücken gespielt und so wird es natürlich schwer. Wenn du sowieso schon krasser Außenseiter bist und dann noch so spielst, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer. Jetzt kommt der Kandidat Nummer 2, den wir gerade genannt haben. Kamavinga für Tchouaméni. Und wenn du halt so jemanden noch auf der Bank lassen kannst, dann zeigt das schon deutlich, wo hier der Unterschied ist. Da haben wir schon. Kamavinga, erste Aktion. Oh, schöner Ball auf Dembélé. Traumhaft gespielt. Und dann das Tor vom Mann von Paris Saint-Germain. Und das könnte schon die Entscheidung sein. Es sind zwar erst 62 Minuten gespielt, aber wie das Spiel läuft, das läuft wirklich nicht gut für die Dänen hier. Der Ball, der war überragend gespielt in die Tiefe. Dembélé macht sich frei und haut den dann in den Winkel an Schmeichel vorbei, der nach wie vor bester Däne ist. Also die Bälle, die er halten konnte, hat er auch gehalten. Nur sowohl beim ersten Tor als auch jetzt natürlich beim zweiten Tor machtlos. Da konnte er nichts machen, nichts zu halten. Und es steht 2-0 und Frankreich ist auf dem Weg mal wieder ins Halbfinale. Anders als bei der letzten EM, wo man schon frühzeitig an der Schweiz gescheitert ist. Davor die ganzen Turniere auch immer mindestens bis ins Viertelfinale gekommen. Aber wer weiß, ein schneller Anschluss der Dänen. Und hier ist doch noch mal ein bisschen Spannung drin. Also so ganz abschreiben, weil je nachdem, es kann auch in den letzten 10 Minuten noch mal ein bisschen Spannung hier reinkommen. Aber ich denke dann spätestens mit dem dritten Tor sollte das Ganze hier entschieden sein. Giroud auf Mbappé, Minute 67. Und der Deckel ist drauf. In diesem Spiel. Jetzt darf auch endlich treffen der Kapitän. Der Mann, der ablösefrei zu Real Madrid wechselt. Besorgt das 3-0 für seine Equipe Tricolore. Und sind somit im Halbfinale. Das lässt er sich natürlich nicht nehmen vor Schmeichel, der da wirklich jetzt so ein bisschen die ärmste Sau ist, von allen alleine gelassen wird. Da siehst du halt als Keeper immer blöd aus. Und die Franzosen, die haben wirklich nicht nur eine starke Startelf und eine starke Reserve und Auswechselbank, sondern auch eine richtig gute Jugendarbeit. Die U21, die U19, da sind auch schon richtig gute Spieler drin, die danach kommen. Also die Franzosen wirklich auf Jahre hin gesehen, glaube ich, können wir zu den Top 3, Top 5 Nationen der Welt nehmen. Wenn es so weiterläuft, wie es jetzt bislang läuft. Und die Franzosen, die nehmen jetzt wirklich nicht den Fuß vom Gas. Weiter geht's. Minute 71, jetzt wird's bitter. 4-0 durch Kamavinga. Und das ging auch wieder zu einfach. Wenn wir das hier nochmal in der Wiederholung sehen. 3, 4 Franzosen vorne, die Dänen völlig durcheinander. Wissen gar nicht, wo vorne und hinten ist. Wissen gar nicht, wo sie stehen sollen. Und Schmeichel, wie gesagt, auch da machtlos. Nichts zu machen. Und jetzt zeigt sich auch dieser deutliche 2-3 Klassenunterschied im Ergebnis wieder. 4-0 hört sich zwar heftig an, aber es ist verdient. Die Franzosen sind sehr effektiv vorm eigenen Tor. Und bis auf die eine Szene der Dänen kurz vor der Pause, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt könnte es vielleicht doch nochmal richtig losgehen. Ja, zerfällt das Kartenhaus, was sich die Dänen mühsam aufgebaut haben über die Gruppenphase. Wir haben die Ukraine geschlagen im Achtelfinale, womit man jetzt auch nicht unbedingt rechnen konnte. Und dann geht man heute so unter. Und jetzt klappt natürlich alles. Hacke, Spitze, 1, 2, 3 und Olivier Giroud. Da war nochmal 5-0. Jetzt wird's historisch bitter. Jetzt gibt's die knallharte Abreibung für die Dänen. Griezmann mit der Hacke, Dembélé mit dem Assist und Olivier Giroud beweist nochmal, dass er auch im hohen Alter noch Abschlussqualitäten hat. Und Frankreich, um schon mal einen kleinen Vorausblick dann zu machen, wartet nun also entweder auf England oder auf Spanien. Was beides natürlich klasse Duelle wäre, nicht nur von den Namen her, sondern auch von der Qualität, die auf dem Platz stehen würde. Das zweite Halbfinale findet dann in Dortmund statt natürlich. Und dann ist die Frage, Deutschland, Albanien, Frankreich oder England oder Spanien. Einer dieser Nationen wird sich am Ende hier zum Europameister krönen in unserer Prognose. Vielleicht ja sogar in echt, ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Deutschland, Frankreich, England und Spanien zählen natürlich mit zu den Favoriten. Wobei, wenn man dann nochmal 2 klare Top-Favoriten rauskristallisieren würde, wäre ich auf jeden Fall bei den Spaniern. Die haben mich bislang wirklich sehr, sehr überzeugt. Deutschland natürlich rein aus Hoffnung, rein aus großem Optimismus. Ob es dieses Jahr schon reicht, mal wieder für einen Titel, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht ist es noch 1, 2 Turniere zu früh. Aber wer weiß, bei dieser EM, wenn die Mannschaft getragen wird von dieser Euphorie, von dem Vibe, der im Land entstehen wird, dann ist auf jeden Fall auch der EM-Titel möglich. Giroud verpasst es da, das 6:0 nachzulegen. Aber auch so, es ist ein sehr, sehr heftiges Spiel für die Dänen. Eine sehr, sehr heftige Niederlage. Aber die Gegentore sind zu leicht gefallen. Und von daher, wenn du auf so eine Nation wie Frankreich triffst, dann darfst du dir einfach keine Fehler erlauben. Musst die paar Chancen, die du bekommst, musst du nutzen. Und es muss auch sehr, sehr viel zusammenkommen. Das war halt heute ein gebrauchter Tag. Heißt also, die Dänen scheiden hier aus unserer Prognose. Haben es aber immerhin bis ins Viertelfinale geschafft. Haben ja Achtelfinale gegen die Ukraine gewonnen. Und werden dann bei der nächsten WM, sofern sie denn dabei sein sollten, die nächste große WM mit nicht mehr 32 Teams, sondern 48 Teams, wird also nochmal schön aufgebläht. Werden sie sich auch versuchen zu qualifizieren. Nochmal die Franzosen jetzt. 90. Minute machen sie das halbe Dutzend voll. Es können auch Wetten abgeschlossen werden. Ihr wisst es noch nicht. Ich weiß es beim Schnitt. Die Dänen wechseln jetzt nochmal unnötigerweise beim Stand von 5:0. Das ist natürlich auch für jeden Spieler, der jetzt reinkommt, eine doofe Situation. Der Eckball kommt. Giroud ist da und das 6:0 ist tatsächlich noch da. Und jetzt musst du mal gucken, ob es als Eigentor gewertet wird oder ob Giroud das Tor gut geschrieben bekommt. Das halbe Dutzend ist dann tatsächlich noch voll. Also alle, die gewettet haben aufs halbe Dutzend, herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen. Aber auch das natürlich viel zu einfach. Giroud da mit seiner Wucht. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht als Eigentor gewertet wird von Andreas Christensen. Der da noch alles versucht. Aber die Szene, das ist so symptomatisch. Der Ball war eigentlich auch ganz leicht zu klären. Und dann bekommt er den doch irgendwie nicht geklärt. Und es wird tatsächlich als Eigentor gewertet. Auch das noch für die Dänen, als wäre das Ergebnis nicht schon schlimm genug. Gibt es noch einen obendrauf, 6:0. Und sehr, sehr beeindruckend von den Franzosen. Wenn sie so weitermachen, dann sind sie natürlich ab jetzt der absolute Top-Favorit. Achtung, die Dänen doch nochmal mit einer Chance durch Højlund. Aber das wäre jetzt auch nur Ergebniskosmetik. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Auf wen Frankreich trifft. Viertelfinale Nummer 4 dann. Wird auch bald hochgeladen. England gegen Spanien. Das ist nochmal ein richtiges Kracherduell dann aus Berlin. Und dann ist die Reise für die Dänen vorbei. Für die Franzosen geht's weiter. Nochmal ein Lattenkopfball. Die letzte Aktion des Spiels gehört also den Dänen. Aber unter dem Strich hochverdient. 6:0. Auch in der Höhe muss man dann auch, so hart es klingt, sagen. Und von daher geht die Reise weiter. Frankreich wartet auf seinen Halbfinalgegner. Die Dänen fahren nach Hause. Und wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo. Ein Viertelfinale haben wir noch, 2 Halbfinalspiele und natürlich dann das große Finale hier von unserer Prognose. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Spiel. Und zwar bei England gegen Spanien.